Moini McMoinsen. Gleich vorweg, lasst euch nicht von meiner Stimme irritieren. Ich näsel ein bisschen. Das liegt an meiner Allergie. Lasst euch davon nicht stören. Heute kommt ein Video, auf das einige von euch seit 2 Jahren warten. Heute kommt nämlich der ultimative Vergleich zwischen schwarzem und grauen Motor. Wie genau ich das visualisiere, weiß ich noch nicht, aber ich werde euch zwischendurch Bilder einblenden, um das, was ich sage, so ein bisschen A zu unterstreichen, B für euch anschaulich zu machen und C, weil ich Spaß am Schnitt habe. Und wir steigen auch direkt ohne Umwege ein. Wir fangen einfach mit dem markantesten Unterschied der 2 Motoren an. Das ist nämlich die Farbe. Einmal der schwarze Motor und einmal der graue Motor. Warum KTM das gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum die von schwarz auf grau gegangen sind, was das für Beweggründe hatte, weiß ich nicht. Wir lassen das einfach mal so als Fakt stehen, dass der Highflow immer grau ist und der schwarze Motor immer schwarz. Es sei denn, man färbt die um. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Es gab in einer kleinen Serie irgendwelche Repliken, irgendwelche Spezialbauten, irgendwelche Rallye-Motoren, die einen schwarzen Highflow hatten. Das ist auch der Grund, warum mein Highflow schwarz ist, aber ansonsten war der Highflow einfach immer grau. Das lassen wir mal so stehen. Der erste Unterschied ist die Farbe. Der zweite Unterschied. Wir werden ein paar haben. Wir haben auch mehr Unterschiede, als ihr denkt. Das ist mir beim drüber nachdenken und alles sortieren über die Woche selber aufgefallen, wie viele Unterschiede da tatsächlich sind. Deswegen machen wir das Video heute so explizit. Kann auch sein, dass es ein bisschen länger wird. Das sehen wir dann im Laufe des Tages. Der zweite Unterschied, den auch alle von euch kennen sollten, das ist die Größe der Ventile bzw. der Zylinderkopf an sich. Der Highflow hat im Gegensatz zum schwarzen Motor 32er Auslassventile und größere Kanäle. Das wurde gemacht, um einfach die Leistung zu steigern. Schlicht und ergreifend deswegen sind die Ventile größer geworden und die Kanäle dementsprechend angepasst. Dann habe ich ein bisschen über das SLS nachgedacht, das Sekundärluftsystem. Es gibt aber sowohl graue Highflow-Zylinderköpfe als auch schwarze Zylinderköpfe, die sowohl mit und auch ohne SLS sind. Also das können wir als Vergleich nicht unbedingt ranziehen, nur dass das mal erwähnt wurde. Dann kommen wir zu den Ölpumpen. Es gibt eine Baureihe, so nenne ich es jetzt mal, von den schwarzen Motor, wo die untere Ölpumpe ein wenig weiter nach unten gewandert ist, wo das Ölpumpenrad ein 31 Zahnrad war. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es hatte 31 statt wie in den späteren Baujahren und auch im Highflow 26 Zähne. Das waren aber die früheren schwarzen Motoren. Ist jetzt nicht direkt ein Vergleich. Ich sag's nur dazu, damit wir da so ein bisschen auch die Range der Motoren mitbekommen, was da letztendlich alles passiert ist. Die Highflow-Motoren und auch die späteren schwarzen Blöcke hatten die gleichen Ölpumpen mit den gleichen Zähnezahlen der Ölpumpenräder und die früheren, also so gesehen die früheren schwarzen Motoren hatten dann stellenweise oder zeitweise 31 Zähne und oben 26 Zähne und später waren es beides mal 26 Zähne. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend. In meinem Kopf passt es. Ob ihr das versteht, ist dann ja immer eine andere Sache. Ich wollte es nur dazu gesagt haben. Gehen wir nochmal zurück zum Zylinderkopf. Das hatte ich gerade vergessen. Der Winkel der Ventile, die oben quasi im Kopf stehen. Ich hoffe, ihr versteht, wie meine Fingersymbolik sein soll. Die Ventile bzw. der Ventilwinkel ist unterschiedlich im Vergleich zum Highflow. Also im Highflow-Motor sind die Ventile weiter aufgefächert, also der Ventilwinkel zueinander ist anders und auch der Abstand zwischen den Ventilsitzen ist auch anders. Sind die gleichen Ventile, ist alles identisch, nur der Winkel zueinander und der Abstand, den die Ventile zueinander haben, ist auch noch anders. Das muss ich dazu gesagt haben, wir wollen hier ultimativ vergleichen. Logischerweise sind dann natürlich auch die Kipphebel an sich anders. Die Kipphebel vom Highflow-Motor sind deswegen länger. Kommen wir zur Primärübersetzung. Das ist nämlich ein sehr großer Unterschied, der einen großen Unterschied macht. Sollte man wissen, wenn man zum Beispiel Motorteile von Highflow in schwarzen Motor übernehmen will oder aus schwarzem Motor in Highflow-Motor übernehmen will. Der Unterschied dabei ist, dass sich die Primärübersetzung geändert hat. Der schwarze Motor war 30:81 übersetzt und der Highflow-Motor war 31:79 übersetzt. Das bedeutet, dass die Primärübersetzung vom schwarzen Motor 6% kürzer ist. Das wiederum bedeutet, dass der schwarze Motor mehr Drehzahl fahren muss, um die gleiche Geschwindigkeit zu haben, wie
wie jemand mit der gleichen Übersetzung beim High-Flow-Motor. Die Primärübersetzung ist 6% länger geworden, um die Drehzahl bei Geschwindigkeit XY runterzubringen. Das bedeutet also, wenn der High-Flow-Motor bei 100 km/h 5000 Umdrehungen dreht, der Nicht-High-Flow-Motor 6% höher drehen, um die gleiche Geschwindigkeit zu fahren. Dann kommen wir zu einem ganz markanten Punkt, das ist nämlich die Kupplungsbetätigung. Der schwarze Motor hatte eine mechanische Kupplungsbetätigung über einen Bolzen, wo quasi nur eine Phase unten dran war, der die Kupplungsstange betätigt hat. Und die High-Flow-Motoren hatten alle durch die Bank weg eine hydraulische Kupplung. Kann man sich, glaube ich, so vorstellen. So, jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail, wo meine Expertise dann so ein bisschen zum Tragen kommt. Jetzt geht es nämlich um speziellere Details, wo manch einer gar nicht dran denken würde. Nämlich ist es so, dass der High-Flow-Motor im Gegensatz zum schwarzen Motor ab Baujahr 2005 2 Ölspritzdüsen für den Kolbenboden hat. Der Motor hat ab 2005 eine gehärtete Kurbelwelle mit Halbwangen. Das hatte der schwarze Motor nicht. Die Toleranzen haben sich ein wenig geändert. Das bedeutet, dass modernere Motoren natürlich immer mit moderneren, neueren, besseren, ausgeklügelteren Toleranzen kommt. Das trifft natürlich auch ein Stück weit, also versteht mich nicht falsch, das betrifft natürlich auch den schwarzen Motor. Der hat sich über die Baujahre natürlich auch weiterentwickelt, aber der graue Motor hat dementsprechend wieder andere und genauere Toleranzen als der schwarze Motor in seinem Ursprung. Der nächste Unterschied ist, dass der High-Flow ein Ölschauglas hat, was der schwarze Motor nicht hat. Jeder, der einen schwarzen Motor hat, weiß, wovon ich talk. Die haben da so einen Dipstick, so einen Ölstab drin, den sie dann rausziehen müssen. Aha, ja, genug Öl drin. Und das ist beim High-Flow komplett weggefallen. Die hatten dann unten ein Ölschauglas drin. Ich werde euch ja wahrscheinlich laufend Bilder eingeblendet haben, wo ihr dann einfach euren Ölstand ablesen konntet. Das war natürlich eine Riesenbereicherung. So, werden wir ein bisschen technisch. Bis Baujahr 2002, 2003, wo die Übergangszeit auf den High-Flow war, hatte die Ausgleichswelle, wo ich gleich noch detaillierter drauf zu sprechen komme, ein Rillen gelagert. Und ab High-Flow war das Zylinderrollen gelagert, was diese Problematik mit den ausgeschlagenen, ausgelutschten Lagern der Ausgleichswelle dann behoben hatte. Seitdem gibt es die Probleme nicht mehr. Und wo wir gerade beim Thema Ausgleichswelle sind, die Ausgleichswellen haben sich in den unterschiedlichen Baujahren geändert. Einmal, weil sie an die Primärübersetzung, wo ich vorhin drauf zu sprechen kam, angepasst werden mussten. Logischerweise, wenn sich die Zähnezahl vom Primärrad ändert, muss sich auch die Zähnezahl von der Ausgleichswelle ändern. Ansonsten passt das nicht, weil die Übersetzung der Ausgleichswelle 1:1 ist. Das bedeutet, die Zähnezahl muss gleich sein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das Gewicht der Ausgleichswelle hat sich in den Baujahren geändert. Logischerweise, wenn die Kurbelwelle an sich, die Ausgleichswelle ja ausgleichen soll, beziehungsweise rotierende Masse, Oszillation, ausgleichen, ist auch egal, muss sich natürlich auch das Gewicht der jeweiligen Ausgleichswellen anpassen. Dementsprechend ist die Ausgleichswelle in den späteren Baujahren ein wenig leichter geworden, weil die Kurbelwelle durch die Halbwangen leichter geworden ist. Sollte man berücksichtigen, dass man da nicht einfach irgendeine Ausgleichswelle reinbaut, die nicht quasi zu dem Modell passt. Das ginge zwar unter Umständen, ist aber nicht so gut. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, aber das sollte so alles in allem alles gewesen sein. Ich habe mir gerade noch mal parallel dazu ein bisschen Gedanken gemacht, ob sich die Lager an sich irgendwie geändert haben. Aber abgesehen davon, dass die Kurbelwellenlager im Laufe der Zeit ein bisschen geändert wurden und alle Toleranzen bekommen haben, wo ich auch in meinen Sets zum Beispiel drauf eingehe. Das soll keine Cross-Promo für meine Lagersets sein, ich will es einfach nur gesagt haben. Die Lager der Kurbelwellen hat sich insofern geändert, als dass die eine Haarbezeichnung bekommen haben, weil der Höhenschlag vom Lagerspiel, also quasi radial gesehen, nicht axial, sondern radial gesehen, sich geändert hat und angepasst wurde. Das ist aber nichts, was euch interessieren sollte, beziehungsweise was euch interessieren muss. Das sind wirklich so richtig kleine Nerd-Feinheiten, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, sondern das ist einfach nur für mein Gehirn. Es soll euch einfach nur verdeutlichen, vermitteln, dass ich mir hier wirklich Gedanken gemacht habe, auch wenn ich da jetzt so durchgerattert bin. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass es das alles in allem gewesen ist. Ansonsten ist die Lagerung gleich. Da hat sich abgesehen von der Lagerung der Ausgleichswelle nichts geändert, beziehungsweise ist nichts anders. Abgesehen davon, dass die Lagerung der Kupplungsbetätigung logischerweise dann von oben im Motor stattfindet, bei den älteren Modellen, was bei den neueren wegfällt. Ansonsten ist dort alles gleich geblieben, meine ich. Ja, gut. Wollt ihr ein kleines Fazit von mir hören? Mein Fazit ist, dass
aufgrund von diesem Fortschritt, von dieser Technologien, von diesen Weiterentwicklungen, von diesem Gedankenmachen, der High-Flow der bessere Motor ist. Ganz einfach deswegen, marginal längere Primärübersetzung, was eine niedrigere Gesamtdrehzahl bedeutet oder Durchschnittsdrehzahl, die Lagerung der Ausgleichswelle, die zweite Ölspritzdüse, ab späterem Baujahr die Halbwangenwelle gehärtet. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Feinheiten, die Gedanken, die KTM sich dazu gemacht hat, machen den High-Flow-Motor für mich persönlich zum besseren Motor. Das sollte jeder, der einigermaßen technisches Verständnis hat, auch so sehen. Ich lese ganz oft in den Foren und Gruppen, dass der schwarze Motor der bessere ist und das stimmt einfach nicht. Dafür wird dann immer das Argument rangezogen oder genommen, dass die High-Flow-Köpfe ja reißen können. Das ist richtig. Das können die unter Umständen. Habe ich persönlich aber noch nicht erlebt und das sind wahrscheinlich 2% der Leute, wo der Kopf reißt, wo dann natürlich immer das Geschrei groß ist. Foren, und das ist schön, dass ich das hier jetzt mal anbringen darf und kann, sind in meinen Augen ein überholtes Medium, weil sich nur dort Leute versammeln, die tatsächlich Probleme haben. Und deswegen sind Foren auch mit Vorsicht zu genießen. Das ist auch der Grund, warum ich damals die Gruppen gegründet habe. Es schreibt ja keiner ins Forum, hey, mein Motor läuft top, hab keine Probleme, wir lesen uns nächstes Jahr wieder. Das macht halt keiner. Und dementsprechend lasst euch nicht immer von solchen Sachen beeinflussen. Das ist zumindest der Tipp, den ich euch geben kann. Es wird immer heißer gekocht, als es gegessen wird. Ich stehe total auf diese Motoren. Es gibt für mich nichts Größeres, außer damit zu fahren. Und demnach vertraut mir, der High-Flow ist der bessere. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch dann auch gerne in die neue Woche, beziehungsweise wünsche euch noch einen geilen Sonntag. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du da oben klickst, kannst du dir ein Video angucken, was ich dir noch vorschlage. Wenn du da unten klickst, kannst du dir ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Und da kannst du abonnieren, falls du das nicht gemacht hast. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.